Hi Leute, ihr seid auf meinem Kanal in Solo und heute möchte ich mit euch über Sänger sprechen, die aus dem einen oder anderen Grund ihre Stimme verloren haben oder ihre Stimme sich bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Wenn ihr auf die Gesundheit eurer Stimme Acht geben wollt, schaut unbedingt dieses Video bis zum Ende. Heute werde ich euch von den Geschichten erzählen, die einerseits sozusagen tragisch sind, andererseits hatten sie ein gutes Ende. Die Sänger, die ich heute zum größten Teil erwähnen werde, singen immer noch und begeistern uns mit ihren Stimmen. Aber bei einigen hat sich die Stimme leider sehr stark verändert und es fällt ihnen sehr schwer, ihre Lieder zu singen. Lass uns herausfinden, warum es so passiert ist. Als erstes auf meiner Liste möchte ich euch an das kleine, schöne Mädchen erinnern, namens Miley Cyrus. Sie spielte Hannah Montana in einer Disney-Serie. Dann ging etwas schief und plötzlich saß sie nackt auf einer Abrissbirne. Miley Cyrus hatte immer eine schöne, unvergessliche Stimme von Kindheit an. Sie beherrschte ihre Stimme meisterlich. Aber auch Miley hatte ein paar kleine Laster. Sie nahm etwas Illegales. Kann nicht sagen, was da alles so genau war, aber eins ist sicher, sie hat gekifft. Cyrus gelangte wegen einer akuten Mandelentzündung ins Krankenhaus. Dabei hat man ein separates Problem mit ihren Stimmbändern festgestellt, das sie schon seit Jahren gehabt haben soll, ohne davon etwas zu wissen. Sie wurde operiert und der Grund dafür ist das sogenannte Reinkeödem, an dem die Sängerin litt. Beim Reinkeödem handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung, welche zu einer Verdickung der Stimmbänder führt. Wie das Reinkeödem genau entsteht, ist noch ungeklärt. Risikofaktoren sind jedoch starkes jahrelanges Rauchen und überhöhter Alkoholgenuss. Außerdem ist eine übermäßige oder falsche Stimmbelastung ursächlich. Miley verrät in einem Interview, dass die Operation, die sie sich unterzogen hatte, ein Geschenk war, weil sie ihre Stimme endlich verstehen konnte. Nach der OP hat sie erfahren, wie sie ihre Stimme mehr Ausdauer verleiht, dass die Stimme auch Erholung braucht und das Kiffen streng verboten ist. Der vierfache Grammy-Preisträger Michael Bublé musste auch unters Messer. Seinen Kindern zuliebe beschloss der Sänger, auf harten Alkohol und Zigaretten zu verzichten, wie er in einem Interview mit The Times verrät. Ich hörte mit allem auf. Keine Alk mehr, keine Zigaretten und ich begann ins Fitnessstudio zu gehen. 6 oder 7 Monate später war ich im Studio beim Singen und mir war klar, dass irgendwas nicht stimmte. Ich ging zum Arzt und es stellte sich heraus, dass ich eine Stimmbandblutung hatte. Nachdem er den Ärzten von seinem neuen Lebensstil berichtet hatte, erfuhr er, dass eben diese Abstinenz ein Stimmbandtrauma verursacht haben könnte. Bublé musste sofort auf den OP-Tisch. Und die nächste auf die Liste ist Adele. Im Januar 2011 kam bei ihr die Heiserkeit. Erst ab und zu, aber dann immer öfter. Auf der Bühne in Paris fiel plötzlich der Vorhang. Meine Stimme versagte, sagte Adele. Sie ging nicht sofort zum Arzt. Die Stimme erholte sich irgendwie. Alles schien wieder in Ordnung zu sein, aber dann ein weiterer Stimmausfall im Mai und noch einer im Oktober. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt und ich habe sehr viel geweint, sagt sie. Adele hat einen guten Spezialist gefunden. Er stellte schnell fest, dass sich Polypen auf den Stimmbändern von Adele festgesetzt hatten. Der Arzt riet zur OP. You had to have a surgery. Yeah, I had laser surgery, yeah. And what did they actually do? Put a laser down your throat, cut off the polyp and kind of laser your hemorrhage back together and fix it. To help her heal, she was also ordered not to speak a word for much of November and December. That's got to be hard. Yeah, it was really hard. I sense you like to talk. Yeah, I love talking. Wochenlanges Redeverbot. Immer still zu sein. Leute, könnt ihr es euch vorstellen, 10 Wochen lang kein Wort zu sagen? Stimmbandpolypen sind oft die Folge einer Verletzung, wie beispielsweise vom Schreien oder Belastung der Stimme. Polypen können mehrere andere Ursachen haben, unter anderem Reflux, was Adele auch hatte. Bei einem Konzert von ihr hat sie erzählt, dass sie ihr Lieblingsgericht nicht mehr essen darf. Und das war
Pizza. Tomaten auf italienischen Kalorienbombe verursachen bei Adele offenbar Sodbrennen. Und diese aufsteigende Säure ist Gift für ihre Stimme. Sam Smith. Der Brite musste sehr oft mit seiner Stimme kämpfen. Er musste mehrmals seine Auftritte absagen, da er seine Stimme oft verloren und die Stimme sich nicht erholt hatte. Der Sänger musste sich wegen Blutungen seiner Stimmbänder einer Operation unterziehen. Die Ärzte verordneten ihm daraufhin ein striktes Verbot, seine Stimme zu nutzen. Nach 3 Wochen durfte er wieder sprechen. Obwohl, wie hätte es gedacht, Sam Smith singt so weich und technisch eigentlich ganz schön richtig. Er benutzt mehr dünne Stimmlippenmaße. Deswegen kommen wir zum Schluss. Es wird oft angenommen, dass lautes und starkes Singen unsere Stimme schadet. Aber das stimmt nicht. Im Prinzip ist es egal, in welchem Stil man singt. Die Stimme braucht immer Erholung. Arbeit, Erholung, Arbeit, Erholung. Selbst wenn man richtig singt, kann man sich durch eine starke Belastung der Stimme leicht verletzen. Das tägliche Gesangslimit liegt bei 6 bis 8 Stunden. Und natürlich mit Pausen dazwischen. Wobei 6 Stunden gelten schon als extreme Belastung. Ich arbeite jeden Tag 6 Stunden. Ich habe bei mir alle Pausen weggemacht. Bekloppt. Laut einer Statistik unterrichten sowohl Gesangslehrer als auch alle übrigen Lehrer, die an Schulen arbeiten, 6 bis 8 Stunden lang pro Tag mit ihrer Stimme. Nutzen diese übermäßig, was diesen Beruf für die Stimme ziemlich gefährlich macht. Die nächste auf der Liste ist Sam Brown. In den späten 80er Jahren hatte Sam Brown mit ihrem Hit Stop einen Riesenerfolg. Aber irgendwann wurde es um die Sängerin ganz still. Als ich das Video vorbereitet habe, ich habe mir vom Sam Brown sehr viel YouTube-Video angeschaut. Und Leute, ich kann sagen, sie hatte echt eine wundervolle, wunderschöne Stimme. Sam Brown erzählt in einem Interview: An einem bestimmten Abend stellte ich fest, dass ich die Noten nicht treffen konnte. Und dann wurde mir bewusst, dass ich mich an die Noten herantasten musste. Ich konnte einfach nicht die Töne treffen. Und ich hatte eine Operation, bei der einige Polypen an meinen Stimmbändern entfernt wurden. Aber das war nicht das Problem. Nach der OP wurde leider ihre Stimme nie wieder so wie vorher. Und sie hat angefangen, Ukulele zu unterrichten. 6 Monate Singenverbot für John Mayer. John musste sich an einen neuen Sound gewöhnen, nachdem im Oktober 2011 bei ihm ein Granulom diagnostiziert wurde. Stimmbandgranulomen sind Ansammlungen von Immunzellen aufgrund einer Entzündung. Granulome sind oft die Folge von Stimmbandverletzungen durch unkontrollierten Reflux. His voice specialist, Dr. Gwen Corrivan, ran a scope down his throat. The picture was encouraging. See, when we look at it there, that looks really good looking. That looks better for sure. The growth, now barely noticeable, had almost healed. This is what it originally looked like. Yes. This whole big, really ball of tissue that was there. What does the Botox actually do? It paralyzes the muscles, so that by paralyzing the muscles, you cannot bring the vocal folds together. And that allows them to rest. That allows them to rest, so that area isn't banging. John sagt: Alles hat sich in meiner Stimme verändert. Mein Lachen hat sich verändert. Die Art, wie ich früher gelacht habe, war ein hohes Lachen. Es ist mir peinlich. Ich lache nicht mehr so. Ich habe in allem einen neuen Weg gefunden. Neue Art zu reden, neue Art zu lachen. Jetzt frage ich mich, ob ich zu der Stimmform zurückkehren kann, die ich hatte, als ich gesungen habe und tun konnte, was ich wollte. Bill Kaulitz. 4 Wochen lang durfte Bill kein Wort sprechen. Eine Zyste an seinem linken Stimmband wurde dem Sänger entfernt. Ob Bills Stimme allerdings wirklich genauso klingen wird wie vorher, wissen wir erst nach etwa 10 Tagen, sagte sein Arzt. Bis dahin darf Bill weder ein Wort sagen, noch darf er lachen. Und er soll auch keine Musik hören. Bill erzählt später: Ich fand's komisch, mich selbst beim Sprechen zu hören. Das erste, was ich dachte, war, das klingt irgendwie anders. Er musste erst seine Sprechstimme herstellen und dann die Singstimme. Und nun ist die Geschichte, die mich einmal völlig schockiert hat. Whitney Houston. Puh, ja Leute. Am Ende ihrer Karriere erlebte sie eine große Katastrophe in Form des Verlusts und der Verschlechterung ihrer Stimme. Bei ihr haben sich Stimmknötchen gebildet. Der Alkohol, illegale Substanzen und das schwierige Schicksal der Sängerin verschlimmerten diesen Zustand. Sie war auch sehr, sehr, sehr lange depressiv.
Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, könnte ich weinen und wollte gar nicht daran glauben. Ich konnte einfach meine Gefühle nicht beschreiben, als ob ich völlig zerstört war. Und dann habe ich auch gehört, dass die Leute einfach bei dem Konzert weggegangen sind. Wie? Es ist Whitney Houston. Wie? Kaum zu glauben, oder? Es ist schade, dass eine solche Legende ihre Gesundheit und ihre Stimme auf diese Weise ruiniert hat. Mir fehlen die Worte. Für mich war sie, ist und wird immer eine Legende sein. Ein Vorbild, weil ihr Gesang einzigartig ist. Und noch eine Whitney Houston wird es nie wieder geben. Puh, so Leute, wie gefällt euch diese Liste? Tatsächlich sind einige einfach schockierend, oder? Die meisten Stimmverletzungen von Künstlern entstehen natürlich durch eine Überarbeitung, hohe Stimmbelastung, mangelnde Erholung. Dazu kann auch gehören, dass man zu lange laut, ohne Pausen singt und die Stimme zu stark beansprucht. Wie ihr seht, haben viele ausgebildete Sänger stimmliche Probleme. Zu häufiges Singen, selbst wenn es richtig ist, kann ebenfalls zu Stimmverletzungen führen. Diese Verletzungen können die Karriere eines Sängers beeinträchtigen. Die meisten davon könnten durch verschiedene Gesangstechniken, das Aufwärmen der Stimme, das Aufgeben von schlechten Gewohnheiten und vor allem durch ständige Überwachung durch kompetente Spezialisten vermieden werden. Dehydrierung, Alkohol, Rauchen, genetische Veranlagung, Alters und viele andere Faktoren können die Stimme eines Sängers genauso beeinträchtigen. Bitte passt auf eure Stimme auf, geht regelmäßig zu den HNO-Ärzten. Auch zur Prophylaxe, kümmert euch um eure Gesundheit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr sogar denkt, dass ihr eine gesunde Stimme habt, geht trotzdem zum Arzt. Zumindest nur dafür, dass sie sich einmal kurz die Stimmbänder anschauen. Wenn ihr das nicht tut, kommt ihr im besten Fall mit ein paar Ruhetagen aus, im schlimmsten Fall mit einer Operation oder dem Ende eurer Gesangskarriere. Also nehmt es ernst. War das Video informativ und interessant für euch? Ich bin sehr dankbar, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Liked das Video und schreibt die Kommentare. Teilt eure Eindrücke. Damit helft ihr mir voranzukommen. Und bald kommt der zweite Teil. Da zeige ich euch noch ein paar interessante Geschichten von Sängern, die ihre Stimme verloren haben. Passt auf euch auf, entwickelt euch schön und ciao.